Mittendrin im größten Spektakel von Kopenhagen. Jeden Tag, Punkt 12 ist traditioneller Wachwechsel. Ich bin auf Städtetrip in der dänischen Hauptstadt. 5 Tage lang will ich viel erleben und probiere dabei möglichst günstig über die Runden zu kommen. Die Parade ist schon mal das erste Erlebnis, das sich Touristen nicht entgehen lassen sollten. Nur dazwischenlaufen ist verboten. Fahr nach Kopenhagen, guck es dir an, das habe ich immer wieder gehört und genau das mache ich jetzt. Allerdings 500 € habe ich im Portemonnaie und nur 5 Tage Zeit. Ob das klappt, finden wir gemeinsam raus. Den Wachwechsel am Schloss Amalienborg, die gab es schon mal gratis und damit herzlich willkommen bei Was kostet Urlaub in Kopenhagen? Gut, dass ich schon vorher was über die Wachablösung gelesen habe. Wenn die Gardisten die dänische Flagge tragen, ist der König tatsächlich zu Hause. Zu Hause in Kopenhagen, der dänischen Hauptstadt. Die liegt im Osten des Landes auf der Hauptinsel Seeland. Ein beliebtes Reiseziel, das seinen Preis hat. Ich habe so eine kleine Challenge. Ich bin 5 Tage in Kopenhagen, habe nur ein Budget von 500 €. Was glauben Sie, ist das machbar? Nee. Also, nee, wenn Sie abends essen, kommt auch an, wie Sie leben. Wenn Sie abends essen gehen, dann Tivoli, Schlossbesuche, da ist es ruckzuck weg. Wahrscheinlich ist es immer, was im Ausland so als Hügelgefühl beschrieben wird. Dieses skandinavisch, kuschelig, wenn es draußen stürmt und regnet, irgendwo in einem schönen Café sitzen oder so. Und dieses lässige Gefühl, was die Leute hier haben, das ist schon sehr anziehend. Ich starte jetzt königlich durch. Und zwar mit dem Drahtesel. Ich glaube, wenn man Kopenhagen wirklich kennenlernen will, dann lässt man sein Auto stehen, mietet sich ein Fahrrad und kann die, wie ich im Internet gelesen habe, ziemlich gut ausgebauten Fahrradstraßen nutzen. Und das ist einfach auch deutlich günstiger. Deswegen los geht's! Los geht's auch mit den Ausgaben. Das Fahrrad kostet mich 17,40 € am Tag. 15 € kommen obendrauf für eine Rundfahrt mit Stadtführerin Gitte. Und jedes Frühjahr und jedes Herbst, dann macht die Polizei auch so einen Razzia. Dann stehen die überall und dann schnappen die einfach die Radfahrer, die gegen Rot fahren und Die bei Rot fahren? auf dem Bürgersteig und in der Fußgängerzone. Was kostet es dann, wenn Sie einen erwischt haben? Das kostet 1000 dänische Kronen. 1000 Dänen? Wie viel sind das umgerechnet? Das sind 130 €. Boah. Ich bin auch geschnappt worden. Oha, wie oft? Einmal nur. Gitte hat lange in Deutschland gelebt. Sie ist gebürtige Kopenhagenerin und offizielle königliche Fremdenführerin. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Guck, die baden schon. Wer planscht denn allen Ernstes jetzt? Du, das ganze Jahr wird gebadet hier. Das ist für den ganzen Winter auch da, weil das ist so geschützt, dass man nicht irgendwie, das ist mit Boden und dann kann man nicht da durchfallen. Baden mitten in der Stadt? Schon cool, die Dänen. Guck mal, jetzt hast du aber gerade gesagt, das Wasser ist so sauber. Wenn ich mir das angucke, da ist eine Menge Algenkram drin und es schwimmt ein bisschen Gedönse rum. Also viele Gäste wundern sich, dass wir einfach so reingehen. Aber guck mal, das ist ganz normales dänisches Badewasser. Und dann haben wir natürlich eine App. Wir sind ja in Dänemark, digitales Leben. Und hier kann ich gucken, Hafen, gerade Badezone. Und dann steht, wie sieht es heute aus, ne? Was mich ja immer sehr interessiert, ich meine, so heißt unsere Sendung auch, wenn es ums Thema Geld geht. Wie sehr seid ihr mittlerweile da digital? Gibt es überhaupt noch viel Bargeld? Seit vielen, vielen Jahren haben wir eine dänische Mobile-App. Weil die Dänen wollen das sofort haben. Und das heißt, wir zahlen nicht mit Google Pay oder Apple Pay oder PayPal. Wir haben eine dänische Lösung und das vertrauen wir sehr. Ne? Und wenn wir zum Beispiel essen gehen zusammen, dann sagt einer, ich zahle das alles und ihr könnt einfach mit Mobile Pay überweisen. Gitte zeigt mir ihren Stadtteil Nörbro. Ein hippes Viertel, 15 Minuten mit dem Rad von der Innenstadt entfernt. Eine Ecke der Stadt, in die sich vor 15 Jahren noch niemand mit einer Kamera getraut hätte. Die aber inzwischen typisch Kopenhagen mit baulichen und sozialen Mitteln ein tolles Beispiel für Integration und Kulturaustausch geworden ist.
Es gab so viel Kriminalität hier vor 15 Jahren mit so Gangs und so was, Banden. Und da hat man einfach dieses Projekt gemacht und das sind einfach so Straßenmöbel von Somalia, von Marokko, von Saudi-Arabien, von London, sogar von Spandau in Berlin. Und das heißt einfach, das ist super Kiele, die super Keile, was sollte einfach so durch die Kriminalität überbrücken. Ist ja dann nur spannend zu wissen, hat es geklappt? Sehr wohl, Ja? sehr gut hat es geklappt. Guck mal, wie viele Leute hier unterwegs sind. Das ist schon irre, ne? Die sitzen hier alle, gucken ein bisschen zu, Und die skaten, treffen schaukeln. sich auch alle. Ne? Die Linien auf dem Boden sollen die Menschen verbinden und die Verbindung zur Kriminalität trennen. Das hat so gut funktioniert, dass Nörbro, was so viel heißt wie nördlich der Brücke, sehr beliebt und damit auch sehr teuer geworden ist. Ein Zimmer kostet bald so viel wie unsere Wohnung. Irre, ne? Und gegenüber, also die Wohnungen werden verkauft. Die ersten Wohnungen wurden vielleicht für 500.000 Kronen verkauft. Und jetzt kosten die, bei mir um die Ecke kosten die 2,5 Millionen Kronen für eine Wohnung. Verirren sich ja auch Touristen hin? Vielleicht bald zu viele. Ich habe das Gefühl, es sind nur Doch, Anwohner das unterwegs. sind ganz, ganz viele Touristen. Und das hier ist fast so populär wie die kleine Meerjungfrau zu fotografieren. Was? Dieser Hügel hier? Ja, guck mal, wie schön die gestaltet ist. Da kommen ganz, ganz viele Touristen hierher, weil, wie wir das auch tun, alle möchten etwas Besonderes erleben. Okay, das ist dieser Platz Die definitiv. Kopenhagener sind, ja. 600.000 Einwohner hat die Stadt etwa. Nochmal so viele Menschen wohnen drumherum. Damit ist die Metropolregion die einwohnerstärkste in Dänemark. Und die beliebteste bei Touristen. 10 Millionen Besucher im Jahr. Ich bin hier, glaube ich, beim absoluten Hotspot für die Influencer-Generation gelandet. Wo mache ich gleich mit? Aber mal ganz ehrlich, der Hintergrund ist auch spektakulär. Die ganz alten Boote, die wunderschönen bunten Häuser. Knaller. Kaum mache ich hier Fotos, ist alles leer. Neuer Hafen nennt sich dieser Kanal, in dem alte Boote, alte Häuser und ziemlich viele Restaurants liegen. Nyhavn ist mitten im Zentrum und der absolute Renner unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Sieht gemütlich aus. Restaurants mit einer typischen dänischen Speise. Okay, Pizza wohl eher nicht. Nebenan wird's aber wirklich lecker. Okay. Es ist nicht die italienische Pizza, aber es ist typisch dänisch, nämlich Softeis. Da habe ich jetzt auch sage und schreibe 50 Kronen für ausgegeben. Ich will gar nicht drüber nachdenken, aber ganz ehrlich, ein bisschen dänisches Souvenir sollte ich meinem Bauch auch gönnen. Mir sollte ich so langsam aber mal ein Bettchen gönnen. Das leckere Softeis läutet meinen ersten Abend in Kopenhagen ein. So, und jetzt wird's richtig spannend. Ich bin hier an dem Hotspot, wo es wirklich teuer ist in Nyhavn. Aber ich habe was gefunden, wo die Nacht für mich und meine Challenge doch noch erschwinglich wird. 45 € die Nacht, das ist eigentlich nahezu unvorstellbar, weil die Hotels drumherum richtig Asche kosten. Warum das so ist, ich verrate es noch nicht. Mein Hotel für die ersten beiden Nächte liegt in einem malerischen Hinterhof. Aber das Hotel von Betreiber Peter ist alles andere als ein normales. Okay, man sieht natürlich, man ist schon in einem sehr alten Gebäude hier drin. Mal gucken, was noch kommt. Ich habe mich eingebucht in einem Kapselhotel. Okay, jetzt verstehe ich's. Das sind also die Kapseln. Ich dachte, das sind so Lagerräume hier oder so, aber das sind die Schlafbetten? Ja. Ach, guck mal. Du hast die Licht. Okay, das ist der Grund, weshalb mich die Nacht hier nur 45 € kostet. Ne? Kein großes Zimmer, keine eigene Dusche, aber zumindest eine kleine Schlafkapsel. Private Kapseln nennt Erfinder und Betreiber Peter Eriksen diese Mini-Hotelzimmer. Stapelbar und günstig. Privatsphäre hängt ja auf der Leiter, hängt immer so eine Socke. Ich vermute mal eher jüngere Leute, oder? Aber du bezahlst nichts extra, wann das ist hier. Du weißt, das ist eine Part of the experience.
Also das heißt, ich muss die Socken jetzt vom Nachbarn riechen. Also wer kommt normalerweise hier zu Besuch? Sind das eher ältere Gäste, junge Backpacker? Beide kommt hier, weil wenn du diesen private Kapsel hast, dann ist es nicht so schwer, wenn du ein bisschen älter bist. Ich schläft hier ohne Probleme. Und viele andere Leute wie ich auch schläft hier ohne Probleme. Außerdem muss ich schauen, dass ich noch genügend Geld für die schönen Seiten von Kopenhagen über habe. Da ist ein Kapselhotel für 45 € die Nacht schon sinnvoll. Ich buche mich für die Mindestdauer von 2 Nächten ein. Gewöhnungsbedürftig, überschaubar. Und ich bin ganz ehrlich, es muft hier ein bisschen nach schwitzigen Socken. Und das ist nicht von mir. Trotzdem, diese Nacht nehme ich mal mit und bin mal gespannt, wie es wird. In diesem Sinne, gute Nacht. So langsam geht auch der Rest der Kopenhagener Touristen ins Bett. Um mich herum wird es voller. Das Kapselhotel ist gut gebucht. So ruhig wie draußen vor der Tür, aber wird es in der Kapsel über mir eher nicht. Es ist kurz nach 1. Es fällt mir ein bisschen schwer zu schlafen. Draußen laufen immer noch Leute rum, basteln sind ein bisschen laut. Oben dreht sich jemand um in der Kapsel über mir und das hört man. Und der Muff, der in dieser Kapsel selbst drin ist, es riecht wie in so einer Männer-Sportumkleide. Also nicht so angenehm. Ist nicht so meins. Finde ich nicht so prima. Die Matratze, alles super. Für 45 € sicherlich auch völlig gerechtfertigt, aber ich probiere es nochmal mit dem Schlafen. Gute Nacht. Zeit für einen ersten Kassensturz. 220 € habe ich heute ausgegeben für Fahrrad, Stadtführung, Essen und Kapselhotel. Mit Schwung und Hunger geht es auf die andere Wasserseite von Kopenhagen. Bei Brøns Gardekoken, einem Streetfood-Market, bin ich verabredet mit einem deutschen Auswanderer und gelernten Koch, Markus Grigo. Der zeigt mir die kulinarischen Feinheiten der Stadt. Hier bist du alles von Crepes nach Gyros, asiatisches Essen, Tacos, Fisch und Chips und, was ganz Wichtiges, Burger. Markus ist einer der bekanntesten Food-Influencer Dänemarks. Nachtisch kann er am besten. Deshalb ist er Juror einer der bekanntesten Kochshows des Landes und wird auch während unseres Treffens ständig angesprochen. Ich glaube, ich bin für Gyros, weil da war noch eine Pommes dabei und ich gehe so ein bisschen auf Masse. Macht dann 99 Kronen, also 13,30 €. Thank you. Du lebst wirklich hinterm Mond. Hast du nicht deine Karte auf deinem Telefon? Nee, Was? natürlich nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Ich habe sogar Bargeld. Ach, zeig mir mal. So, pass auf, du zeigst mir hier den Foodmarkt und ich zeig dir, was Bargeld ist. Da müsstest du in die Hand nehmen. Ist ja geil. Das sind 5 €. Ja. Da kriegst du hier ein bisschen Mayonnaise für. Ist das kein schwarzes Geld, oder? Nee, ist doch grün, siehst du doch. 1,5 Jahre, so sagt er, hat Markus kein Bargeld mehr in der Hand gehabt. Ich habe dafür jetzt mein Frühstück in der Hand, eine echt schicke Gyrosbox. Wie esse ich das denn? Mit dem Mund, würde ich vorschlagen. Profi-Tipp, ne? Ja, sieht aber ganz gut aus. Du bist ja kein gebürtiger Däne, du hast ja auch in Deutschland sehr lange gelebt. Was hält dich in diesem Land? Was macht es für dich so besonders hier? Hygge. Also das hier. Die Leute in Dänemark, die sind sehr Gesellig? gesellig. Die mögen die Familie, die mögen, also alle sind sehr herzlich willkommen. Die sind nett. Ich habe einen ganz tollen Job. Ich kriege einen guten Lohn. Also ich bin halt sehr froh, hier zu sein. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, ich würde nicht sagen, dass ich da traurig werde, aber ich denke, da ist nichts passiert. Immer noch so, wie es vor 20 Jahren war. Ich kann nicht sehen, dass sich das geändert hat. Erlebst du das in Dänemark anders? Ich erlebe, dass da in Dänemark andauernd irgendwie was passiert. Ich denke, da sind sehr viele Veränderungen. Zum Beispiel, dass wir mit dem Telefon bezahlen. Das ist nur ein kleines Ding, ne?
Also das passiert andauernd irgendwie was in Dänemark. Aber in Deutschland irgendwie steht die Zeit ein bisschen stille da unten. Immerhin habe ich genug Kraft getankt, um weiter zu radeln, gehen Norden in ein Industriegebiet, direkt am Meer. Markus hat mir Coppenhill empfohlen, eine Müllverbrennungsanlage, aber nur auf den ersten Blick. Das, was hier aussieht wie ein handelsüblicher und etwas überdimensionierter Sandwich-Toaster, hat eigentlich was mit dieser Müllverbrennungsanlage zu tun. Die sieht von außen schon aus wie ein absolutes Designwunder, aber das eigentliche Geheimnis, das gibt's oben. Ich bin noch so satt und deswegen nehme ich auch lieber den Fahrstuhl und nicht die Treppe. Das kostet nichts und beschert den anderen Besuchern und mir einen Wahnsinnsausblick in knapp 70 Metern Höhe über die Stadt. Und das ist er, der absolute Knaller. 70 Meter über Kopenhagen gibt es eine eigene Skipiste. Da muss man erst mal drauf kommen. Deshalb heißt es auch Coppenhill. Und deshalb hat Skilehrer Viggo seine Bretter mit dabei. Es ist Plastik. Es fühlt sich wie ein Eiskanal an. Aber es ist besser als Schnee, weil Skifahren auf Plastik immer geht. Und Schnee gibt es nicht das ganze Jahr. Viggo erzählt mir, dass dieser Müllverbrennungsanlagenhügel viele Designpreise gewonnen hat. Es ging darum, diese Industrieanlage für alle Bewohner zugänglich zu machen. Die sollen sie hier nutzen und nicht nur auf eine langweilige Fabrik schauen. Take care, have fun and go. Thank you. Das mit dem Skifahren ist natürlich mehr was für, nur sagen wir mal, die verrückten Sportler. Wer sich spontan entscheidet, zahlt mit Ausrüstung für eine Stunde 40 €. Immerhin wohl eine der merkwürdigsten Skipisten auf diesem Kontinent. Für mich gibt es trotzdem so eine Art Berggefühl. Skifahren ist nichts für mich, deswegen habe ich mir jetzt einen Donut geliehen. Das Tolle ist, passt super in mein Budget. Kostet 6,70 € für eine ganze Stunde. Und glauben Sie mal, mit Donuts und Rodeln kenne ich mich aus. Ach. Könnte aber auch schneller fahren, ja. Neben dem verrückten Ski- und Snowboard-Spaß könnte ich auch an einer 85 Meter hohen Kletterwand kraxeln oder eben mit wahnsinniger Geschwindigkeit, ach was sage ich, halsbrecherischer Geschwindigkeit ins Tal. Naja, was auch immer. Hauptsache fahren. Ei. Skiprofi werde ich nicht mehr. Aber jetzt habe ich mir den Spaß hier für den Preis eines dänischen Softeises gegönnt. Eine Stunde brauche ich nicht. Für eine Stunde war jetzt okay. Das reicht. Ich bin umgezogen in ein anderes Hotel und weiß ja fast schon die Hütte ab. Egal, es ist günstig, es ist sauber. Und ich habe den Eindruck, man kann hier erstmal ganz gut schlafen. Das ist ja nicht verkehrt für die nächsten Tage in Kopenhagen. Ich habe ja immer noch ein bisschen was vor. Und solange das in mein Budget passt, will ich nicht meckern. Natürlich ist das Hotelzimmer etwas teurer als die Capsule Suite. Mein Kostenstand an Tag 3, 424 €. Zeit für einen weiteren Aufstieg. Der runde Turm steht in allen Reiseführern ganz weit oben. Ein Bauwerk mit Geschichte und, wie passend, überschaubarem Eintrittspreis. Jetzt ist meine Geldbörse ja nicht üppig gefüllt. Ne? Da muss man als Touri ein bisschen auf sein Budget achten und das tue ich. Ich habe im Netz einen super Tipp gefunden. Und zwar geht es um den runden Turm. Der ist bei den Dänen sehr beliebt, aber bei den Touris auch, weil der gar nicht teuer ist. 40 dänische Kronen, umgerechnet sind das so 5,30 €. Die sind drin und die Aussicht soll
der Knaller. Der Weg zur Aussicht im Übrigen auch. Im Inneren des runden Turms wird dann auch schnell klar, warum er Runder Turm heißt. Rasmus ist hier Historiker. Er kann Deutsch und mir den Weg zum Ziel erklären. Wie weit ist denn diese Strecke jetzt hier? Also ich habe das Gefühl, mir ist jetzt schon schwindelig. Ein bisschen verschieden. Also wenn du da gehst, dann ist die Steigerung 33%. Und dann hast du einen Weg von 100 Meter. Okay. Aber wenn ich hier gehe, dann ist es nur 10%. Und dann ist es 300 Meter oder ungefähr. Ja, pass auf, ich nehme den schnelleren Weg. Willst du da gehen oder wir gehen den Mittelweg hier? Ein bisschen schwierig vielleicht zu sprechen, aber... Wir kriegen das hin, ja. Solange ich noch Atem habe. Rasmus erzählt mir, dass die runde Auffahrt von Königen genutzt wurde mit Pferden und Kutschen, die bis nach oben fuhren. Vor mehr als 120 Jahren durfte sogar mal ein deutscher Autofahrer bis nach oben durchbrettern. Vielleicht gibt es auch deshalb eine Ampel ganz oben. Die letzten Meter bis zur Dachterrasse sind eng. Kein Durchkommen für Königskutsche und bayerisches Auto. Dabei lohnen sich die letzten 10 Meter nach oben allemal. Okay, die Aussicht entlohnt für den Weg nach oben hier. Wirklich? Oh, ja. Das ist aber beeindruckend. Die gute Aussicht auf die Stadt ist für den runden Turm aber eigentlich nur ein Beiwerk. Die Erbauer wollten in den Himmel schauen. Sie bauten mitten in Kopenhagen die königlich dänische Sternwarte. Die Volkssternwarte. Die Volkssternwarte? Ja. Und das ist das alte Fernrohr von 1929. Das ist noch das Original? Das Original, ja. Und wenn man dann etwas sehen möchte, machst du hier die Klappe auf, ne? Ja, dann muss man öffnen. So. Schon klar, mitten am Tag ergibt das wenig Sinn. Aber so bin ich wenigstens der Einzige heute, der von ganz oben auf die Stadt blicken kann. Von einem Turm, der seit dem 17. Jahrhundert in Kopenhagen steht, den Könige mit der Kutsche und ein Bayer mit dem Auto erklommen haben. Ein Turm, auf dem ich einiges übers All und vieles über Kopenhagen lerne. Höhenangst trifft Aussicht. Das ist ja toll. Gibt es einen höheren Aussichtspunkt hier noch oder ist das... In Kopenhagen? Ja, ja, das glaube ich, aber nicht so charmant. Das ist ja ein Kucklock mit Flair hier. Und mit einem drehbaren Dach. Ich darf die Sternwarte wieder zurückdrehen auf Nord, Nordwest, warum auch immer. Rasmus, vielen Dank, dass du mir für 5,30 € die Welt gezeigt hast. Das hat sich echt gelohnt. Die Hafenbusse kann ich mit meinem U-Bahn-Ticket auch nehmen. Die verbinden beide Teile Kopenhagens miteinander und fahren so gesehen quer durch die Stadt. Eine Rundfahrt für 3,21 €. Viel günstiger als die vielen Ausflugsboote. Ich fahre bis zum Bloks mit, einem weiteren Designgebäude der Stadt. Im Bloks das dänische Architekturcenter. Das kostet zwar Eintritt, dafür lerne ich laut Reiseführer viel über das dänische Lebensgefühl. Mia erklärt mir, warum für die Dänen Schönes so wichtig ist. Da sieht man, dass die Dänen auch viel Wert legen auf Design zu Hause. Ja? Das hat vielleicht auch zu tun mit dem Wetter. Es ist hier ganz kalt. Hier ist schon auch kalt. Ja, finde ich auch. Und zwar muss man viel Zeit zu Hause verbringen. Ja? Und dann will man auch ein schönes Haus haben. Und in diesem Haus scheint es viele Überraschungen zu geben. Okay, das ist ein bisschen überraschend. Ein Fitnessstudio, ich habe jetzt mit einem Designmuseum gerechnet. Warum? Ja, also das Architekturzentrum in Dänemark ist gebaut ein bisschen anders hier in Bloks, also eine Stadt in der Stadt. Man kann hier trainieren, man kann hier wohnen, man kann hier ins Museum gehen, Ausstellungen. Es gibt hier
Schüler, die können hier lernen. Es gibt Cafés. Ja, es gibt zwar hier alles. Zum Glück behalte ich bei den Kosten den Überblick. Bis hierhin habe ich 486 € ausgegeben. An meinem letzten Tag in Kopenhagen darf ein Highlight für mich natürlich nicht fehlen, der Tivoli. Ich verrate Ihnen was, ich bin ein riesen Freizeitpark-Fan. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in vielen, vielen Freizeitparks verbracht als Besucher. Und jetzt kommt für mich der Tivoli, das erste Mal auf meine To-Do-Liste. 419 dänische Kronen kostet er. Eintritt umgerechnet sind 56 €. Ganz ehrlich, das gönne ich mir. Auch wenn ich damit meine selbst gesteckte Marke von 500 € reiße. Aber dafür habe ich viel erlebt und das Beste kommt erst noch. Muss ich jetzt irgendwas anderes noch lösen als das Ticket hier oder wie läuft das? Nein, das ist gut. Du kannst hier hochgehen und scannen. Ich kann mit dir gehen und zeigen. Ja, sehr gerne. Gehen Sie mal vor, das sieht so nach Security aus. Geh schon. Sicherheitsmann Aslak hat eine Weile in Österreich im Skiverleih gearbeitet und deswegen spricht er auch so gut Deutsch. Warum steht denn da vorne auf der Achterbahn einer drauf? Also ich bin schon viele gefahren, aber ich habe noch nie gesehen, dass da einer draufsteht. Nein, das ist die einzige, wo es da gibt, am Bremseband. Wie das eine Bremse? Er bremst die ganze Achterbahn. Wenn du fährst und ein bisschen langsamer fahren, dann muss er ein bisschen bremsen. Wenn es geht zu schnell, dann wirst du auf die Spur weg. Das heißt, er fährt den ganzen Tag mit der Achterbahn und zieht sich hier den Genau, den ganzen Tag. Oh, das ist ja mein Job. Das ist ja richtig gut. Du tolken eller was? Ja. Trägt man das so bei euch? So ein? Nein, das ist nur er. Weil unser Lieblingskollegen. Ja, das sieht man auch. Der Lieblingskollege ist nicht die einzige Besonderheit dieser Achterbahn. Über 100 Jahre ist sie alt. Ein echtes Original. Na, hoffentlich ohne Original-Holzwurm. Das hat richtig Spaß gemacht, aber ich verstehe nicht, wie er den ganzen Tag hier fahren kann. Aber ich glaube, wir haben Spaß den ganzen Tag da fahren. Und boah, ja. Das rappelt dich in Grund und Boden hier rein. Genau. Ich habe sowas noch nie erlebt, wirklich. Aber so richtig tief runter, boah. Mein letzter Nachmittag vergeht sprichwörtlich wie im Fluge. Dabei hätte ich fast das wichtigste dänische Essen nicht mehr geschafft. Zum Glück nur fast. Skandinavisches Fastfood gibt es in Tivoli an jeder Ecke. Aus der Rubrik Klischee Olé. Ich habe mir jetzt einen Hotdog gegönnt. Hier heißt der Pölser, also Wurst eigentlich nur. Und die ist besonders rot, wie man sehen kann. Warum das in Dänemark so ist und warum angeblich die Dänen das so mögen, konnte mir keiner mehr sagen. Mittlerweile ist das eher so ein Touri-Ding und deswegen habe ich es mir auch gegönnt. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Dänemark-Feeling oder Kopenhagen-Feeling in diesem Fall, das kann man sich über einen Hotdog ruhig mal geben. Mit vollem Magen überschlägt es sich auch besser und rechnet sich leichter am Ende meiner 5 Tage. Dank Nebensaison habe ich 192 € für 4 Übernachtungen bezahlt. Knapp 70 € kostete mich das Rad. Eintritte und Bahnticket kommen auf etwas mehr als 90 €. Größter Posten das sehr teure Essen. Unterm Strich knapp 600 €. Und dafür habe ich in den 5 Tagen eine tolle Stadt lieben gelernt. 5 Tage Kopenhagen und 500 € im Portemonnaie, was soll ich sagen? Ich habe vorher schon gedacht, das könnte eine knappe Kiste werden und so war es dann am Ende auch. Ich bin knapp unter 600 gelandet, aber diese Stadt ist schön teuer. Muss man auf dem Schirm haben, man kann aber dafür eine Menge erleben. Die Architektur ist ein Traum, es gibt überall was zu entdecken und es ist wirklich eine Stadt, wo man merkt, die Menschen sind offen und freuen sich auf die Touris. So soll es sein. Das Leben ist halt kein Ponyhof, also mehr Reisekasse einplanen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Was kostet?